Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute in Kufstein am Kaiserlift und wir gehen heute miteinander aufs Brentenjoch. Also gar kein Gipfel, sondern da geht es mehr um den Aufstieg. Ich bin einmal andersrum aufgegangen und heute werden wir es im Uhrzeigersinn gehen. Auf geht's! Wir gehen links und ganz knapp von der Hauseinfahrt geht es dann rechts auf. So mag ich es. Gleich am Anfang wieder Stufen. Zurzeit wird da Holz gemacht. Das heißt, wer unter der Woche Zeit hat, ist glaube ich gescheiter, wenn es nicht geht, unter der Woche. Der Steig ist sowieso, wie heute am Samstag auch, total ruhig. Und unter der Woche machen sie, wie gesagt, gerade Brennholz oder machen die Schäden von dem Starkregen weg. Ganz genau weiß ich es nicht. Nur da wenn dann Seile gespannt sind, zum Baumziehen und so, das ist einfach zu gefährlich. Ich bin jetzt schon 10 Minuten vor dem ersten Zwischenziel. Ich möchte heute einmal die Dickichtkapelle anschauen. Die liegt jetzt dann gleich auf dem Weg. Der Weg wird schmäler, ein typischer Steig in Österreich, relativ breit und gut angelegt. Und wie man sieht, heute noch ganz gut geeignet, weil ein bisschen schattig und trotzdem sieht man ein bisschen Aussehen auf die gegenüberliegenden Seiten. Da hat es ganz schick Haus da herin. Da war viel Holz quer gelegen, meine ich. Das ist die Dickichtkapelle. Draußen mit einer Informationstafel. Das wird man jetzt von da wahrscheinlich nicht gescheit lesen können. Na, schauen wir mal rein. Wild umbaut schaut es aus. Gleich nach der Kapelle gingen wir aber gerade rein und gleich
rechts einen Steig. Auf der Suche nach Schatten, weil im Schatten ist wirklich angenehm. Und unten war es noch richtig dampfig und jetzt lasst es wieder leicht nach. Da rauf hat man mehr oder weniger die freie Auswahl, ob man auf dem schmalen Steig raufgehen möchte oder auf der Straße, die wir da wieder überqueren. Es ist wirklich das meiste noch im Schatten. Das heißt nicht, dass man nicht schwitzen muss. Aber wer im Sommer geht, der weiß ja, auf was er sich einlässt. Wo ein Steig ist, da ist er meistens steil. Jetzt sind wir wieder auf so einem, ja, ist auch ein Weg zum Holz rausziehen, garantiert. Und jetzt müssen wir bald eventuell sogar wieder auf dem Kaiserlift sehen. Da sind wir dann gegenüber beim Runtergehen unterwegs. Das heißt, wir gehen jetzt auf der linken Seite vom Kaiserlift auf und später gehe ich dann auf der rechten Seite vom Kaiserlift runter. So ist es also am Ende herunten. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir wirklich einmal hinaufsehen oder ob es der Wald irgendwie abgrenzt. Aber da meine ich, haben sie uns eine ganz schmale Gassen freilassen. Aber egal, den nehmen wir auch. Wir gingen auf die Duxer Alm zu. Ist aber nicht offen. Aber scheinbar links da herin recht gerne. Es sind überall Möglichkeiten, wo man sich in Hängematten oder sonst wo reinlegen kann. Meint man. Aber dann nehmen wir den. Ich glaube, dass das fast aufs Gleiche rauskommt, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, es war aufs Gleiche rausgekommen. Trotzdem gefällt mir sowas besser. Da sieht man auf, wenn man sich hinaufchauffieren lassen kann. Ist also auch geeignet für, sage ich mal, Familien, da wo vielleicht die Hälfte nicht zu Fuß aufgekommen.
kommt jetzt auch so ein Weg von links. Und wir gehen da rechts jetzt ein kleines Stückerl auf der Straße auf und dann geht es schon wieder links rein. Ja, da könnte man jetzt auch dann aufgehen, aber wir nehmen gleich den da. Jetzt geht es einmal ein Stück auf der Straße weiter, aber weit haben wir nicht mehr. Geplant habe ich es ursprünglich, dass ich da unten auf der Straße bleibe. Jetzt habe ich mich umentschieden, weil ich gerade das erste Auto gekommen her. Ich gehe jetzt dann auf. Da kommen wir dann unterhalb von der Bergstation raus und gehen noch ein Stück rechts zum Weinberghaus um. Wir sehen schon die Bergstation vom Kaiserlift. Da werden wir jetzt drunter durchqueren und kommen dann beim Weinberghaus außer. Jetzt kommen wir in den Teil, da ist der Tourismus daheim, das ist ganz klar. Der Weg darauf war jetzt wirklich ruhig und schön. Und ich glaube, jetzt geht es rechts rum zu dem Weinberghaus und zum Brentenjoch, zur Brentenjochalm. Ich meine aber, dass es eher rechts drum ist. Und gehe jetzt einmal rüber. Klar ist da viel los. Ich werde mir noch ein bisschen ein ruhiges Fleckerl suchen für eine Pause. Und dann gehe ich die andere Runden wieder runter. Jetzt gehen wir noch zu dem Weinberghaus. Und dann gehen wir das Stück einmal wieder zurück. Und über die Brentenjochalm gehe ich dann wieder runter. Ich bin ja zwischendurch ein bisschen von meiner Route abgewichen, weil da auf einmal ein Auto hinter mir dahergekommen ist. Da bin ich gleich noch mal rechts den Steig abgehauen, wie ihr das gesehen habt. Es ist heute richtig warm da auf gewesen. Ein schweißtreibender Tag, der wirklich was für die Hitzeakklimation geholfen hat. Schaut auch ziemlich überarbeitet aus, das Ganze. Alpakas haben sie auch herum. Und wahrscheinlich haben sie Angst, dass sie dick werden. Füttern ist verboten. Wahrscheinlich sollen sie auch nicht jeden Schmarrn fressen, den ihnen wer hebt. Ich gehe jetzt auch dem Touristenstrom ein bisschen nach, noch zum Brentenjoch, zur Brentenjochalm und eben zum Brentenjoch, das da dahinter im Prinzip eher unscheinbar gelegen ist. Da geht es jetzt ein Stück runter und dann hinter der Bergstation mehr oder weniger rum. Wieder leicht auf und dann geht die andere Reim wieder runter. Da suchen wir einen schönen Platz für die Pause vorher. Die Brentenjochalm. Und warum da so viele Leute herum sind, muss man sich nicht wundern. Da will die Kaiser. Da dahinter war noch ein Stripsenjoch, da sieht man nicht hin. Und da herum der Zaumekaiser. Mit der Pyramidenspitze rechts hinten. Und dann vierer da noch.
Ich bin ja jetzt nicht eingekehrt, sondern vorher runtergegangen und da, wo ihr es jetzt gerade gesehen habt, da gehe ich links, weil wir müssen ja wieder Richtung Kufstein zurück und nicht ins Kaiserbach da rein. Da geht es jetzt ein Stück runter und dann habe ich nur mal einen Steig gesehen, da wo man sich bestimmt ein bisschen hinsetzen kann. Und ich sage mal, weit genug weg ist von dem ganzen Trubel. Da geht es jetzt um 12 Uhr schon zu, als wenn alle schon ausgehungert waren. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber auf so einer Tour muss man sich ja nicht da sitzen, wo alle sitzen. Wir sehen rüber auf die Ritzau und auf die Naunspitz. Und wenn wir links rüber schauen, sehen wir zum Pendeln. Das ist auch kein schlechter Platz für die Brotzeit. Ich gehe jetzt schon wieder runter auf einer gemütlichen Runden. Servus. Die jetzt keinen Gipfel hat, aber es ist auch einmal eine schöne Runde zum Gehen. Ich wollte heute nicht so viel machen, wenn man die Knie von unter der Woche von der Arbeit noch merkt, dann langt sowas auch einmal. Und es ist eben eine Tour, wo wir jetzt beim Runtergehen auch wieder doch die Meerzeit ein bisschen einen Schatten haben. Das ist halt einfach, wenn 31 Grad gesagt sind, wichtig. Da ist es jetzt total angenehm zum Gehen. Und die großen Gipfel, die heben wir uns auf, wenn es wieder ein bisschen bewölkt ist und wenn man Sieger gehen kann, dass man keinen Hitzschlag kriegt. Da muss man im Sommer einfach auch dran denken. Geht nicht immer um Rekorde. Wir sind jetzt ein Stück auf dem Steig wieder runtergegangen, oder Straße vielmehr, wo wir raufgegangen sind. Oben war es ja so kleine Schleifen. Und jetzt bin ich aber wieder in Richtung Sessellift unterwegs praktisch. Da gehen wir drunter durch und da gehe ich eben links vom Lift runter. Das ist auch ein recht schöner Weg. Da bin ich das letzte Mal zumindest teilweise raufgegangen. Da ist jetzt wieder total steil, keine Leute. Es ist wirklich insgesamt eine schöne Wanderung. Wenn man es oben aushält, dass ein paar Leute mehr da sind, dann ist es in jedem Fall wert. Und wie gesagt, wenn man eine Familie hat oder ein paar, zwei Leute, die nicht gehen können, dann ist es vielleicht nicht schlecht. Die können halt dann einmal auffahren. Mit dem Ausblick endet die Tour mehr oder weniger. Es geht zwar schon noch runter auf der Straße oder im Prinzip auf einer Piste, aber im Großen und Ganzen war es. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.